Wenn ihr wissen wollt, was ein RAID ist, wie ihr es am besten für euer Setup nutzt und welche Fehler ihr auf gar keinen Fall machen solltet, dann bleibt jetzt dran. Hey zusammen und willkommen zu unserem Video über RAID. Heute werfen wir einen Blick auf die Grundlagen von RAID und erklären euch, welche RAID-Level ihr nutzen könnt, um eure Daten optimal zu sichern und die Performance eures Systems zu steigern. Denn nicht alle RAID-Level sind gleich und es ist wichtig zu verstehen, welche für eure Anforderungen am besten geeignet sind. In diesem Video gehen wir auf die Standard-RAID-Level ein, die auch Azusta bietet: RAID 0, 1, 5, 6 und RAID 10. Jedes dieser Level hat seine eigenen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten, die wir euch im Detail erklären werden. Bevor wir in die einzelnen RAID-Level eintauchen, lasst uns zunächst klären, was RAID eigentlich ist. RAID, kurz für Redundant Array of Independent Disks, ist eine Methode, bei der mehrere Festplatten zu einem einzigen virtuellen Laufwerk kombiniert werden. Je nach RAID-Konfiguration kann dies dazu führen, dass eure Daten entweder schneller verarbeitet werden oder besser gegen den Ausfall einer Festplatte geschützt sind. Dies steht im Gegensatz zur herkömmlichen Speicherung auf einer einzelnen Festplatte, bei der alle Daten an einem Ort liegen und im Falle eines Ausfalls verloren gehen können. RAID findet in verschiedenen Anwendungsbereichen Einsatz, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Im privaten Bereich eignet sich RAID besonders für diejenigen, die große Mengen an Daten speichern und schützen möchten, wie etwa Videosammlungen, Fotos oder Musikbibliotheken. Im Unternehmensbereich ist RAID nahezu unerlässlich, wenn man sicherstellen möchte, dass wichtige Geschäftsdaten bei einem Festplattenausfall nicht verloren gehen und der Betrieb ohne Unterbrechung weiterlaufen kann. Schauen wir uns nun die RAID-Level an und werfen zunächst einen Blick auf RAID 0. RAID 0 ist besonders bekannt für seine Geschwindigkeit. Es kombiniert zwei oder mehr Festplatten und verteilt die Daten gleichmäßig über diese Laufwerke. Ein Prozess, der als Striping bezeichnet wird. Dadurch werden Lese- und Schreibvorgänge deutlich beschleunigt, da mehrere Festplatten gleichzeitig arbeiten. Allerdings hat RAID 0 einen entscheidenden Nachteil: Es bietet keine Datensicherheit. Wenn eine der Festplatten ausfällt, gehen alle Daten auf dem RAID 0 Verbund verloren, da die Daten über mehrere Platten verteilt sind. RAID 0 eignet sich daher eher für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit im Vordergrund steht und Datenverluste weniger kritisch sind, zum Beispiel bei temporären oder nicht ganz so wichtigen Dateien. Bei RAID 1 werden die Daten auf genau zwei Festplatten gespiegelt. Das heißt, jede Datei wird identisch auf jeder Festplatte gespeichert. Dadurch entsteht eine exakte Kopie der Daten auf jeder Festplatte im Verbund. Der größte Vorteil von RAID 1 ist die erhöhte Datensicherheit. Wenn eine Festplatte ausfällt, sind die Daten immer noch auf der anderen Festplatte verfügbar. Dies macht RAID 1 zu einer hervorragenden Wahl für wichtige Daten, bei denen Verfügbarkeit und Schutz im Vordergrund stehen. Allerdings geht diese Sicherheit auf Kosten der Speicherkapazität, da nur die Hälfte des verfügbaren Speicherplatzes genutzt wird, während die andere Hälfte zur Spiegelung verwendet wird. Kommen wir nun zu RAID 5, einem der beliebtesten RAID-Level, da es eine gute Balance zwischen Datensicherheit, Speicherkapazität und Performance bietet. RAID 5 benötigt mindestens 3 Festplatten, um die Daten zu verteilen und abzusichern. Bei RAID 5 werden die Daten in Blöcken auf die Festplatten verteilt, ähnlich wie bei RAID 0. Allerdings wird bei RAID 5 zusätzlich eine Paritätsinformation berechnet und ebenfalls über die Festplatten verteilt. Diese Paritätsinformationen ermöglichen es, die Daten wiederherzustellen, falls eine der Festplatten ausfällt. Der große Vorteil von RAID 5 ist, dass es sowohl eine hohe Ausfallsicherheit bietet, als auch die Speicherkapazität effizient nutzt. Sollte eine Festplatte ausfallen, können die Daten dank der Parität auf den verbleibenden Festplatten rekonstruiert werden. Allerdings ist der Schreibvorgang aufgrund der Paritätsberechnung etwas langsamer im Vergleich zu RAID 0. Jetzt schauen wir uns RAID 6 an, eine Erweiterung von RAID 5, die noch mehr Datensicherheit bietet. RAID 6 funktioniert ähnlich wie RAID 5, mit dem Unterschied, dass es 2 Paritätsblöcke pro Datenblock verwendet und auf allen Festplatten verteilt. Der Hauptvorteil von RAID 6 ist, dass es den Ausfall von bis zu 2 Festplatten gleichzeitig verkraften kann, ohne dass Daten verloren gehen. Diese zusätzliche Redundanz bietet einen hohen Schutz gegen Datenverlust, aber auf Kosten einer geringeren Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu RAID 5, da die Parität doppelt berechnet und geschrieben werden muss. RAID 6 ist ideal für Szenarien, in denen maximale Datensicherheit erforderlich ist, wie zum Beispiel in großen Server- oder Unternehmensumgebungen, wo die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalls von 2 Festplatten höher ist.
RAID 10 kombiniert die Vorteile von RAID 1 und RAID 0, indem es sowohl Spiegelung als auch Striping verwendet. Bei RAID 10 werden die Festplatten in 2 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird als RAID 0 konfiguriert, was bedeutet, dass die Daten in beiden Gruppen gestriped werden, um höhere Performance zu bieten. Dann werden diese beiden Paare jeweils als RAID 1 gespiegelt, um Redundanz zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein System, das sowohl hohe Leistungen als auch Datensicherheit bietet. Wenn eine Festplatte in einem gespiegelten Paar ausfällt, bleiben die Daten intakt, da die andere Festplatte im Paar die gleichen Daten enthält. Darüber hinaus sorgt das Striping dafür, dass Daten schnell gelesen und geschrieben werden können, was RAID 10 besonders für Anwendungen mit hoher Leistung und großen Datenmengen geeignet macht. RAID 10 bietet eine ausgeglichene Kombination aus Geschwindigkeit und Redundanz. Eignet sich jedoch nur für Systeme, die mehrere Festplatten besitzen, da es mindestens 4 Festplatten benötigt, um implementiert werden zu können. Trotz der vielen Vorteile von RAID gehen wir am Ende aber nochmal auf einige Missverständnisse ein. Erstens ist RAID kein Ersatz für Backups. Viele denken, dass RAID als Backup-Lösung dient. Das ist allerdings nicht der Fall. RAID schützt zwar vor Festplattenschäden, aber es schützt nicht vor Datenverlust durch menschliche Fehler, Malware oder physische Schäden. Für mehr Infos zu diesem Thema schaut euch gerne unser Video zu dem Thema Backups an. Zweitens. RAID erhöht nicht immer die Lesegeschwindigkeit bei allen Konfigurationen. Während RAID 0, 1 und 10 die Leistung steigern können, kann im Gegensatz dazu RAID 5 und 6 Schreiboperationen verlangsamen, da Paritätsdaten berechnet werden müssen. Und Nummer 3. RAID ersetzt auf gar keinen Fall die Wartung. Auch bei einem RAID-System ist eine regelmäßige Wartung und Überwachung der Festplatten wichtig. Festplatten können im Laufe der Zeit verschleißen und eine regelmäßige Überprüfung kann helfen, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. In den letzten Minuten haben wir die Grundlagen von RAID-Systemen erklärt und die Unterschiede zur herkömmlichen Datenspeicherung beleuchtet. Wir haben die verschiedenen RAID-Level vorgestellt. RAID 0 für maximale Leistung, RAID 1 für Datensicherheit, RAID 5 für eine Balance aus Leistung und Redundanz, RAID 6 für zusätzliche Sicherheit und RAID 10 für eine Kombination aus beidem. Schlussendlich haben wir Missverständnisse über RAID aufgeklärt und darauf hingewiesen, dass RAID keine vollständige Backup-Lösung ersetzt. Checkt also am besten jetzt, welches RAID-System ihr bei euch zu Hause nutzt und ob das wirklich die optimale Lösung ist. Oder habt ihr die Möglichkeiten, aber ihr habt noch gar kein RAID eingestellt und speichert alle Daten als Non-RAID, dann skippt zurück und entscheidet, welches RAID-Level ihr für euch braucht. Habt ihr Fragen zum Video oder Vorschläge für Inhalte? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.